Hallo, mit diesen Bildern begrüße ich euch zurück zu Life is Strange. Nach einer etwas größeren Pause bin ich nun hoffentlich wieder da. Die Stimme ist noch etwas angeschlagen, aber wir werden jetzt hier und heute weitermachen. Wir haben das Schulgebäude verlassen, nachdem der Alarm losging, und sind jetzt hier auf dem Campus und können uns hier jetzt erstmal umschauen. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Gut, also die Missing Poster kennen wir ja jetzt schon zur Genüge. Die hängen ja hier nun überall rum. Jetzt können wir vielleicht nochmal die Chance nutzen, mit Mrs. Grant zu reden. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Also anhören können wir sie uns ja auf jeden Fall mal. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Prinzipiell klar, hätte es Rachel wahrscheinlich helfen können. Aber ich bin auch nicht so Freund von dem Überwachungsstaat, beziehungsweise hier ja nur eine Schule. Aber das ist wirklich ein bisschen übertrieben, deswegen sagen wir, das ist doch verrückt. That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Da würde ich jetzt direkt mal nachfragen, ob die Blackwell so alt ist. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ich dachte, ich kriege keine Hausaufgaben auf, wenn ich das unterschreibe. Das ist jetzt aber ein ganz schlechter Deal. Also, wir werden das mal unterschreiben, denn ich möchte keine Kameras im Wohnraum haben. Besonders nicht als 18-jähriges Mädchen. Das ist schon ein bisschen voyeuristisch, das Ganze. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Oh, ho, ho. Diese Handlung wird Konsequenzen haben. Dessen bin ich mir sicher. So, ich wollte jetzt nochmal ins Tagebuch schauen. Oh, hier gibt's was Neues. Ja, ich habe das mal verfolgt. Prinzipiell die Tagebucheinträge hier sind nochmal eine Zusammenfassung des Gespielten. Aufgrund dessen werde ich die Tagebucheinträge nicht nochmal vorlesen, weil theoretisch spielen wir es ja. So, hier haben wir jetzt 2 neue. Ne, 3 neue sehe ich. Ah, Nathan. Ja, Schusswaffen-Heini. Gucken, was wir zu ihnen haben. Oh.
Gerade als ich dachte, Victoria Chase wäre mein schlimmstes soziales Problem, tauchte Nathan Prescott auf. Ich glaube, er hat meine verrückten Zurückspulkräfte ausgelöst, als er dieses Mädchen auf den Toiletten erschossen hat. Er ist 19 und schon jetzt ein unheimlicher, verfickter Scheiß-Typ. Vielleicht habe ich einen kleinen Vorteil gegenüber Nathan, weil ich die Zeit zurückdrehen kann, aber wenn er auf mich schießt, drehe ich wahrscheinlich gar nichts mehr zurück. Ich muss vorsichtig sein, vor allem weil er offensichtlich hohe Tiere auf seiner Seite hat, da der Name seiner Familie quasi auf jedem Gebäude hier an der Blackwell steht. Sein Geld gegen meins. Auf der einen Seite tut mir Nathan irgendwie leid, weil es nicht so aussah, als hätte er sich unter Kontrolle. Als wäre er auf Droge oder sowas. Andererseits ist er ein absoluter Oberarsch. Und er hat fast ein Mädchen an der Uni umgebracht. Tatsächlich umgebracht? Denn wir haben es ja verhindert, ne? Sollte ich direkt zur Polizei? Was soll ich über meine Zurückspulkräfte sagen? Als ob. Ich muss jetzt auf mich selbst aufpassen. Oh, Schulzeit. Wen haben wir hier? David. Das war der Security, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Boah, ich schwör's, dieser Security-Typ ist der größte Arsch hier. Und das will was heißen. Er behandelt alle, als hätten sie was verbrochen oder zumindest was geplant. Er hat mich heute auf dem Flur angeschnauzt und ich dachte schon, er sperrt mich gleich weg. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich habe gehört, er wurde aus der Army geschmissen oder sowas. Natürlich endet er dann als Sicherheitschef an der Blackwell Academy. Sollte man sich nicht an der Uni, ich weiß nicht, sicher fühlen? Unser Aushilfs 007 stolziert überall mit seiner Marke und Waffe rum, als wenn er gleich jemanden tasert. Aber er wäre ein gutes Bildmotiv für Autorität. Wer heiratet einen Kerl wie den? Seine Familie tut mir leid. Das wäre wie ein Leben in der Kaserne. Eine Person mehr an der Blackwell, die ich meiden sollte. Sorry. Zum Sammeln und Tauschen. Schöne Bildchen malst du immer dazu. Scheint ein langweiliger Schulalltag zu sein. Außer der heutige Tag. So, und dann schauen wir nochmal, was er zum Direktor geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie Direktor Welz zu mir steht. Irgendwas hat er gegen mich. Mache ich so viel Ärger? Er wollte wissen, warum ich in Gedanken auf den Fluren rumgestreunt bin. Ich habe rumgestammelt wie ein Idiot. Er hatte so viel Einfluss auf mein Stipendium. Da werde ich in seiner Nähe immer mega nervös. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen. Also muss er ein Problem mit mir persönlich haben. Er wirkt ziemlich gestresst. Wäre ich auch, wenn ich die Blackwell mit all dem Drama beaufsichtigen müsste. Ich weiß nicht, ob ich Alkohol in seinem Atem gerochen habe oder ob es sein Parfüm war. Aber ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal in seinem Büro getroffen habe. Er war so nett und ich habe mich gefühlt, als würde ich Teil einer ganz besonderen Welt. Er sagt, er hofft, dass ich in einer großartigen Fotografin werde und mich eines Tages bei der Blackwell erkenntlich zeige. Ich halte das zwar ein bisschen für Wunschdenken, aber das war ein gutes Gefühl. Ich muss mich ihm gegenüber bedeckt halten, bis ich irgendwie sein Vertrauen gewinnen kann. Okay, das waren auf jeden Fall die neuen Charaktere. Aber was ich eigentlich machen wollte, genau, ich wollte mal schauen, was wir noch für Fotos brauchen. Also auf jeden Fall ein Eichhörnchen mit einer Dose und den Vogel. Der Vogel, ich glaube der Vogel, den kriegen wir noch. Der war glaube ich auf der Statue. Aber da kommen wir jetzt gleich vorbei. Die ist ja da. Da ist nämlich der Vogel da oben auf dem Kopf. Werden wir als erstes gleich mal hin spazieren. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody... I better read Warren's text before he blows my phone up. Okay, wir haben eine SMS bekommen. Oh. Ich habe nichts gemacht. Junge, die sind aber flink. Gut, das hat man ja schon mal gelesen.
Sorry, spät dran. Irrer Tag. Treff dich am Parkplatz. Halt nach dem coolsten Typen Ausschau, wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit, bin gleich da. Hoffentlich. Ja. Also das ist schon irgendwie ein bisschen... Der Typ macht mir Okay, etwas I better get to Angst. my dorm and grab that flash drive. Ja, okay. Ich würde gern jetzt noch mich hier ein bisschen umschauen. Und vor allem dieses Foto hier schießen. Ah, Errungenschaft freigeschaltet. Okay, es ist also nicht das Bild unten rechts. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Da ist ein Junge mit dem Skateboard. Was haben wir hier? Vermisstenplakate. Gut, das kennen wir schon. Justin. Vielleicht reden wir mal mit den Jungs. Ja, jetzt voll drauf. There's Justin and his skater posse. They're so cute. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Ich glaube, ich bin schon zu alt. Was ist Trash? Thrash? You mean stage diving or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Okay. Jetzt wissen wir, was ist. Wir spulen zurück. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Bin wegen einem No-Slide hier. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Ich nehme den No-Slide. I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. Okay, können wir noch was? Hey, You're not really a skate Betty. I used to be, but I'm into my camera now. I can tell. We need more girls out here. Rachel, Amber, and her punk friend used to skate with us. Okay, jetzt können wir hier ein bisschen mal nachhaken, was Rachel angeht. Fragen wir doch gleich mal, ob er Rachel kannte. You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. But one day she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Okay, und wer war die Punk-Freundin? Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Gut, dann machen wir alle Fragen komplett. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Okay, mit ihm können wir anscheinend nicht reden. Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. Aber nur neben ihm. What's up, Daniel? Oh, hi, Max.
Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Na, wollen wir mal ein bisschen schleimen. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Ja, erfahren immer mehr. Hier auf dem Campus. Kanntest du sie? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. Ah, she had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Good, good. Best portrait. Ja, nicht schlecht. Und auch diese Handlung wird wieder Konsequenzen haben. Okay, was haben wir hier noch für Freaks? Was haben wir hier? Graffiti? Clever. Oh, auch ein Hobbyfotograf. Hello? Max, I don't feel like talking. Was ist los, mein Freund? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. Er wird sich schon selbst erledigen. He'll take Davon the gehe ich aus. step down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Also richtig gefällt ihm unsere Entscheidung nicht. Ethan. Ansehen. I think his name is Evan. He always looks... Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Ich habe keine Ahnung. Wir werden jetzt raten. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Jetzt werden wir zurückspulen. Aber er hat uns jetzt nicht verraten, wer es war. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Dann probieren wir es doch mal mit... Isn't it Robert Dourneau? Oh my. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peak for you.
Oh ja, wir haben ja noch ein paar Versuche. Hey, Evan. Mind if Wahrscheinlich ist das letzte wieder. portfolio? Let's see if you're So, das working. können wir jetzt mal. Das kennen wir inzwischen. Ich sehe schon kaum, dass es Eugen Smith ist. Aber ich weiß. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet Ah, child doch knows nicht. things. That's why I'm here. Vorletzter, Very naja, candid wenigstens spirit, etwas. Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Jetzt dürfen wir es uns endlich ansehen. Beziehungsweise lesen. Okay. Ich finde es jetzt nicht so spektakulär. Na gut. Wen haben wir denn hier noch so Schönes? Kann ich irgendwie rennen? Halt, das wollte ich doch nicht. Was ist denn hier? Hey, yo, kann ich mich dazu chillen? Anscheinend nicht. Die will auch nicht mit uns reden. Stella. Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Hier die andere. Der können wir nichts machen. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Sag mal, wer ist eigentlich nicht scharf auf den Lehrer? Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I Oh. heard that from a good source. Jetzt wird's interessant. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Okay. Oh, was haben wir hier? Ausstellungstafel. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Naja. Ist jetzt nicht das schönste Bild. So, was haben wir noch hier? Haben wir auch echt alles zugekleistert hier. Wir setzen uns einfach mal hin, This day has been so insane. genießen die Everything's Musik. happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Einfach mal nichts machen. Herrlich.
Das wäre ja perfekt für ein Outro, aber wir machen hier noch ein wenig weiter, bevor wir diese Episode beenden. Denn wir haben jetzt hier noch 2, 3 Leutchen wahrscheinlich, mit denen wir noch quatschen können, bevor wir dann in unser Zimmer gehen, um den USB-Stick zu holen. There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What the hell is the Vortex Club anyway? It seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Das ist wirklich eine gute Frage. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No, Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Und vielleicht weiß er ja, was mit ihr What passiert do you ist. think happened to her? Ich denke aber nicht. Whatever happens to people who disappear without a trace? Das war eine tolle Antwort. So, dann wollen wir mal gucken, ob die beiden Mädels sich Did mochten. Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's alright and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Ja, er wirkt wirklich sehr labil. He's genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Wir reden später Let's weiter. talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. So, schauen wir uns ein bisschen um, bevor wir noch mit der letzten reden. Das ist ein Eichhörnchen. Aber dieses Eichhörnchen hat keine Cola-Dose. Es rennt nicht mal weg. Was ist hier los? Das ist doch nicht so gewollt. Sieht doch wie ein ausgestopftes Eichhörnchen aus. Oh, Zigarettenstummel. Also hier ist die Raucherecke. Oh, that's not nice. Poor little otter. Ew, gross. At least switch to e-cigs. They sure get a lot of mileage out of otter power. Otterpower. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot. Okay, hier kommen wir also Better nicht get back lang. to my dorm. Ah, hier können wir auch noch ein bisschen chillen. So Wieder lauschen wir der bizarre to be Musik. back here after 5 years. I
thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. And who can I confide in besides my journal and my camera? Man, these are supposed to be the best years of my life. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. Ah, das ist so schön, da muss man echt aufpassen, wenn man nicht einschläft. Das kann man so den ganzen Tag laufen lassen als Endlosschleife. Desktop-Hintergrund. So, dann jetzt noch die letzte hier auf dem Hof. Brooke. Brooke actually has a drone. Scheinbar, kann man da reingucken. Also eigentlich, ist es auch nur ein Tablet. Let me guess. You wanna fly my drone? Klar, jeder will nur deine Drohne fliegen. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? a weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny, Warren said you were smart. Please, step back. Okay. Können wir da zurückdrehen? Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Korrekt. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? a weapon, Ja. right? Wir hatten jetzt keine Auswahlmöglichkeit, also macht sie wieder denselben Fehler. This might be... Na gut, dann spielen wir nicht. Was ist er? Hier. Na komm, aber nicht so langsam. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Guck mal, ich laufe so schnell, wie du tippelst. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Da ist eine Tür. Da hinten geht's auch lang. Was steht denn hier am Schild? Swimmingpool, Parking. Okay, da wollen wir nicht hin. Athletikfeld, Main Building wollen wir auch nicht. Und in die Richtung gibt es natürlich kein Schild, was uns anzeigt, wo es da lang geht. Aber ich vermute mal, dass das die richtige Richtung ist. Zum Studentenwohnheim. Okay, ich würde sagen, dann machen wir hier jetzt erstmal einen Break. Beenden Episode, also Folge 3. Mit Episode sollte ich hier vorsichtig sein, denn das Spiel ist ja in Episoden aufgeteilt. Wir sind immer noch in Episode 1. Gut, ich bedanke mich für euer Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid dann, wenn wir das Studentenwohnheim unsicher machen, auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut.